War schon ein riskantes Investment, findest du nicht? Ich bin Spieler. Vielleicht mal Pi mal Daumen 500.000, also 500.000, 5.000, 500 Euro. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute bin ich hier mit dem Marcel Montana Black 88, seit langem mal wieder. Wir sehen uns eigentlich so häufiger, aber wir machen immer fest 2 Videos eigentlich so im Jahr. Ja. Und heute gibt es ein Special, ich bin sehr, sehr hyped, weil wir werden über ein sehr privates Thema sprechen. Ja, es geht um eine... Sex. Plot Twist, nein, aber wir haben heute hier einen Auszug von deinen Uhren. Also wir haben hier sehr besondere Modelle, die ihr so nie wieder sehen werdet. Es sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen da und wir werden über diesen Teil halt heute ein bisschen sprechen. Über Uhren allgemein. Ja, genau. Eigentlich hatte ich mit Marc so überlegt und wir hatten das, muss man auch fairerweise sagen, auch schon aufgenommen, weil wir da drauf eigentlich Bock hatten. Eigentlich wollten wir ein Video so machen, wo ich meine Uhrensammlung zeige, aber irgendwie habe ich es am Ende nicht so gefühlt, weil ihr wisst, viele Leute machen ein neidisches Auge, die gönnen einem nicht mal den Dreck und den Fingernagel. Ja, und auch jetzt muss ich es einfach nochmal sagen, für die Leute, die wieder auch ein Auge schmeißen. Wir haben jetzt 2 Uhren von mir hier liegen, die sind aber normalerweise im Schließfach. Also brecht hier gerne ein, durchsucht alles, ihr werdet hier keine Uhren finden, weil die liegen im Schließfach. Wir haben die jetzt kurz einmal rausgeholt, ein paar, um das Video nochmal zu drehen, weil ich dir auch irgendwo dann das Video noch schuldig bin. Ja, ist gut. Nö, nee, ist ja so. Du bist ja letztes Mal hierher gefahren, für umsonst im Grunde. Also bei mir ist es so, mich interessiert, also die Sache war, das Video ist halt etwas länger geworden und eigentlich darum geht es hauptsächlich nicht, sondern mich interessiert überhaupt, warum du Uhren kaufst. Also weil man sieht dich jetzt nicht so, das ist jetzt kein wesentlicher Bestandteil da, du zeigst es auch jetzt nicht wirklich, du trägst sie zwar immer und kaufst auch welche, aber also warum kaufst du Uhren? Ich finde, Uhren an für sich sind erstmal eine interessante Thematik, wovon ich, bis ich dich kennengelernt habe, gar nicht so den Plan hatte. Also ich wusste zwar, dass es Rolex gibt, aber ich kannte die ganzen Modelle nicht. Und du hast mich in dieses Hobby auch ein bisschen eingeführt und es gibt, glaube ich, keinen besseren Lehrmeister als Marc. Ne? Also Big Mac, mein Mod würde jetzt sagen, scheiß auf die Uhren, alles in Bitcoins. Ja. Aber letztendlich sind Uhren eine solide Wertanlage, gerade in der heutigen Zeit. Es ist sehr interessant zu sehen, wo die Uhren vor 2, 3 Jahren waren, wo sie sich jetzt hinentwickeln oder hinentwickelt haben. Und es ist noch interessanter, wenn man darüber überlegt, wo sie sich in den nächsten Jahren hinentwickeln. Ich finde Uhren erstmal wunderschön. Also mittlerweile, früher habe ich ja gar keine Uhren getragen. Meine allererste Uhr, weißt du, was das war, die ich mir gekauft habe? Also meine erste hochwertigere Uhr. Ja, die Submariner also davor hast du noch eine? Ich habe mir eine bestellt bei Amazon. Amazon? Bei Amazon eine Gucci-Uhr für 1.500 €. Das war damals völlig geisteskrank. Die habe ich mir bestellt und später habe ich sie jemandem geschenkt, einen Kollegen, den ich auch über YouTube kennengelernt habe. Das war meine erste Uhr und davor habe ich nie Uhren getragen in meiner so Jugend, Anfangs Erwachsenenzeit. Früher natürlich G-Shock so. Ja, und dann habe ich mich langsam für Uhren angefangen für zu interessieren und ich finde es einfach, Uhren sind erstmal schön. Du kannst sie auch schnell, man muss ehrlicherweise sagen, das habe ich auch auf dem Stream schon bei mir gesagt, so das Haus jetzt hier beispielsweise, was ich mir gekauft habe, das ist eine geile Investition und ist auch etwas, was sich auf Langzeit natürlich profitabel auf meinen Kontostand auswerten wird, wenn ich es verkaufen würde. Aber es ist etwas, was du nicht schnell von A nach B schieben kannst. Und Uhren sind halt auch einfach ein Punkt. Du kannst einfach eine Uhr kaufen und relativ schnell morgen wieder verkaufen, für Profit sogar schon. Oder übermorgen. Aber es ist nichts, wo du 10 Unterschriften brauchst, eine Genehmigung vielleicht von der Bank, weil du einen Kredit aufgenommen hast oder. Uhren sind etwas, was du sehr schnell von A nach B schieben kannst und das macht das Ganze auch sehr lukrativ, finde ich. Und wenn wir jetzt die Sammlung anschauen, womit wollen wir anfangen? Was wäre so das Erste? Ja, das ist eine sehr, sehr spezielle Uhr. Etwas ganz Seltenes, Richard Mille in Keramik. Eine limitierte Serie, Johann Blake. Skelettiert auch, hat so einen ähnlichen Look wie die Baba Watson, muss man sagen. Ne? Man kann so durchs Werk durchschauen, ist ein bisschen asymmetrisch. Aber apropos Baba Watson, hast du den Post von Jake Paul gesehen? Ja, hat einfach nur Fake angehabt. Der kleine Hund. Ja. Das sollte man natürlich nicht machen. Wenn man jetzt auf so eine Uhr, also trägst du die überhaupt? Habe ich, glaube ich, bei dir noch nie gesehen. Nein, also ich habe sie gekauft und einen Tag später habe ich sie ins Schließfach gebracht. Seitdem lag sie da. Jetzt habe ich sie vor einer Woche oder so für das Video von uns rausgeholt. Dann habe ich sie wieder zurückgebracht. Dann war mir klar, ich möchte kein Video machen über alle meine Uhren. Und jetzt, wo du wieder hier bist, habe ich sie jetzt rausgeholt und nachher wird sie wieder ins Schließfach wandern. Aber wie entschließt man sich, also warum, du bist, wie du schon gesagt hast, nicht im Uhrenthema drin, wie kommt, also sich dafür zu entscheiden, das war schon ein riskantes Investment, findest du nicht? Ich bin Spieler. Ja,
Ja, es ist so. Es ist so. Also es hört sich jetzt doof an. Ich bin Spieler und je mehr ich verdient habe, desto mehr war ich auch bereit zu spielen und zu investieren und auch am Ende des Tages vielleicht mich auch so zu verbrennen. Aber der entscheidende Punkt war, Marc, dass du mir in die Augen geschaut hast und zu mir gesagt hast, Marcel, das ist eine Uhr, die lohnt sich. Ja, also bei so einer Uhr muss man sagen, die wird aktuell deutlich über 300.000 Euro gehandelt. Wenn man es ein bisschen in Perspektive bringt, also normale Richard Milles, die jetzt nicht limitiert sind, werden halt für denselben Preis gehandelt. Dementsprechend ist es ein Top-Modell, die kommt auch im kompletten Set mit Box Papers und das ist einfach... Also ich sehe diese Uhr persönlich in den nächsten 1 bis 1,5 Jahren bei einer halben Mio. Die ist streng limitiert auf 150 Stück. Die Standardmodelle, die nicht limitiert sind, sind in der gleichen Preisregion. Warum sollte diese Uhr, die streng limitiert auf 150 Stück ist, nicht noch weiter? Ja, plus man muss sagen, die Bauweise ist halt sehr unique. Ne? Man hat hier einen schrägen Bandanstoß unten auch, also die Bänder sind quasi auch schräg, ist total verrückt bei der Uhr. Sehr, sehr spannendes Modell, ja, hat sich toll entwickelt. Richard Mille macht alles richtig, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von der Marke und muss man sagen, alles richtig gemacht. Du, ich habe dafür bezahlt 150.000. Ja. So. Und das ist schon was Geiles. Und du hast zu mir gesagt, Marcel, die Uhr hat Potenzial. Letztendlich, du könntest mir auch eine Uhr verkaufen, wo oben auf dem Ziffernblatt ein großer P. Wenn du zu mir sagst, Bruder, diese Uhr sehe ich in naher Zukunft wertsteigernd, dann vertraue ich dir, weil ihr wisst, Marc und ich, diesen hier, es ist einfach so und Marc seine Wörter, die seinen Mund verlassen, sind immer die Wahrheit. Klar, er ist auch nur, also du spekulierst natürlich auch, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass Marc mich verarscht und vertraue ihm wie ein Bruder und ich habe ihn in all meinen Uhren, die ich gekauft habe, vertraut. Ich glaube, ich habe mir eine Uhr gekauft oder 2 Uhren, bevor ich dich kennengelernt habe und danach alle Uhren nur noch über dich, beziehungsweise mit deiner Beratung und bis jetzt hat sich das immer als, ja. Aber man muss auch sagen, bei Marcel ist so, das Kaufverhalten ist sehr anders als bei anderen. Ne? Wenn man bei dir jetzt, du beschäftigst dich jetzt nicht so damit, wenn man jetzt sagt, okay, kauf das, dann machst du das. Normalerweise der klassische, sag ich mal, deutsche Kunde, ja, der braucht dafür schon so 2 Monate, bis er sich dann dazu durchringt. Ne? Das war jetzt dann hier schon anders. Ne? Ich bin Spontankäufer, ja. Und ich habe damit auch kein Problem. So, wenn wir jetzt hier reinschauen, momentan trägst du ja nicht so viel Gold, ne? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Hier drin sind ja, sehr, sehr schöne Goldmodelle. Zum einen, das müsste deine allererste Uhr gewesen sein, ne? Also meine allererste Rolex. Die Submariner in Vollgold. Wunderschönes Modell. Wird auch nicht mehr so gebaut. Ist in 40 mm noch, heute die sind 41 mm. Eine sehr schöne Uhr. Habe ich mich damals spontan zu entschlossen, als es mir gut ging und ich gutes Geld verdient habe, habe ich mir gedacht, okay, die kaufe ich mir. Die habe ich mir beim Händler in Hamburg gekauft, für etwas über den Listenpreis damals. Was ist die jetzt ungefähr? Wo liegt die? Etwas über 30? Also ich denke mal so 36, 37, 38. Und weißt du noch, was ich bezahle? 27? Ich denke mal nee. Achso, doch, stimmt. Du hast bezahlt, glaube ich, so 28 oder 27,5 oder irgendwie sowas. Ne? Der Listenpreis wurde halt stetig angehoben von Rolex. Zu dem damaligen Zeitpunkt, als du die gekauft hast, muss man aber sagen, da hätte man Rabatt drauf bekommen. Also Marcel hat quasi eigentlich damals zu viel bezahlt, weil er einfach in den Laden gegangen ist. Heute ist unvorstellbar, aber auf Goldmodelle gab es zeitweise auch schon mal 20-25% Rabatt. Ich habe damals noch Goldmodelle gekauft, wo Goldmodelle noch nicht so... Niemand wollte die haben. Genau, richtig. Da war gerade der Hype um Stahlmodelle so krass und irgendwann sind die Leute alternativ halt auf auch Goldmodelle ausgewichen und Goldmodelle haben ja auch echt einen guten Satz gemacht. Meine erste Rolex, schönes Stück. Mittlerweile trage ich keinen Goldschmuck mehr und keine goldenen Uhren, weil einfach, weiß nicht, hat sich so ein bisschen geändert. Aber ich verbinde mit der Uhr viel. Die Uhr war auch ausschlaggebender Grund, warum ich mir die Rolex-Krone in die Fresse tätowieren lassen habe. Tatsächlich, das ist danach passiert? Ja, die Rolex-Krone, wo ist sie nochmal? Hier, ne? Ja. Die Rolex-Krone soll mich halt immer daran erinnern, an den Tag, wo ich mir die gekauft habe. Krass, so, okay. also als Erinnerung. Nicht jeder fühlt das, ist auch in Ordnung, ist ja auch meine Fresse. Das Tattoo hättest du vorher gehabt. Nee. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, hast du noch, jetzt auch für die Leute als Sammler, du bist Sammler, was wäre so deine Grail Watch? Was wäre so das Krasseste, was du dir vorstellen kannst? Ja, also bei Uhren, das ist gefühlt das 10. Mal, dass ich mit dem 2 Tage alt gleich kaputt. Also bei Uhren gibt es ja so viel Spielraum nach oben. Also es gibt auch schöne Richard Mille Modelle für 2 Millionen, die ich schön finde. Würde ich sie mir kaufen? Vermutlich nicht, weil also 150
1,50 für die Richard oder 2 Millionen für einen anderen Richard, das ist ja so jetzt realistisch, also was ist realistisch, was ich auch in meinem preislichen Rahmen mir kaufen könnte, wenn ich auch einige Uhren noch abgeben würde. Also ich muss gestehen, die Richard Mille Bubba Watson in Weiß, die hat's mir... Die lässt dich nicht los, Nee, ne? die lässt mich nicht los, Digga. Die lässt mich nicht los. Die finde ich einfach schön, aber du hast mir davon abgeraten, weil sie preislich sich in den letzten halben Jahren nicht weiterentwickelt hat und du eher denkst, dass sie noch fallen wird vielleicht sogar. Deswegen habe ich mir sie nicht geholt oder auch gar nicht den Gedanken verschwendet. Aber kleiner Funfact am Rande, es ist also... du weißt schon, was jetzt kommt. Ich sag zu Marc, Bruder, diese Uhr finde ich ganz schön. Also so eine, hast vielleicht ein Bild jetzt in dem Video eingeblendet, die von der Bauer Watson. Ich sage, ich finde die ganz schön. Marc sagt, Bruder, nee, erstmal vorsichtig. Ich in meinem Kopf, abgeschlossen damit. Eine Woche später oder so war Marc spontan hier, ich weiß gar nicht mehr wegen was. Und er musste abends dann noch zum Flughafen und fliegen und wollte seine Tasche mit 1, 2 Uhren, die wollte er nicht mitnehmen, hat er bei mir liegen gelassen. Habe ich gesagt, gut, kein Problem, weiß ja auch niemand dann. Er macht mir die Tür aber auf. Ich mache dir die Tür auf. Marc streckt mir so die Hand entgegen, so schüttelt mir die Hand, so gefühlt. Was hängt an seinem Handgelenk? Die Bubba Watson in Weiß. Ich sage, Digga, es kann doch nicht sein, dass du jetzt die Uhr, von der du mir abrätst, ganz zufälligerweise dabei hast. Und ganz zufälligerweise hat er die dann auch noch hier liegen gelassen für ein paar Tage. Das waren wieder diese psychologischen Spielchen, die er mit einem spielt. Ansonsten uhrentechnisch, ein Modell weißt du, was ich sehr gerne haben würde, wo ich jetzt aber von der preislichen Entwicklung wahrscheinlich nicht bereit wäre, das Geld zu bezahlen, ist die Daytona Platin mit dem arabischen Ziffernblatt. Die war ja zu dem Zeitpunkt, wo ich dich gefragt habe, so bei 180.000, glaube ich, 160.000. Ja, und jetzt ist die wo? Es gibt keine momentan, aber so circa 280.000, 290.000 Euro. Ja, das tut dann auch weh, weil man eine Uhr haben wollte. Ja. Oder kleine Anekdote, damals der eine YouTube-Kollege, der mir die AP Crushed, wie heißt das nochmal? Frosted Gold mit dem lilanen Ziffernblatt. Also mit, nee, Bruder. Die wurde mir angeboten für, ich glaube, er wollte haben 72.000. Ich wäre bereit gewesen, zu dem Zeitpunkt mir diese Uhr zu holen. Es war ein limitiertes Modell so. Und habe ich Marc gefragt, Bruder Marc, was sagst du denn zu der Uhr? Ich habe zu der Zeit halt die auch, also ich habe die damals für 75 oder so verkauft, weil es uns hat ewig gedauert. Marc hat mir davon abgeraten, ich habe auf sein Wort vertraut. Erzähl den Leuten kurz, wo die jetzt preislich ist. Ich sage, jetzt kostet sie so 2,50 oder so mindestens. Ne? Aber ich habe sie bei mir im Bestand. Aber es konnte damals wirklich niemand sagen. Also wirklich, Real Talk, eine Lila mit diesen gehämmerten, wer weiß das schon. Also wenn du ein Bruder bist, und das bist du ja, dann die du im Bestand hast, gibst du mir für 75. Ja, sowas ist ärgerlich, ne? Ja. Aber gut, man kann ja auch nicht in die Zukunft schauen. Und wenn Marc zu mir sagt, er sieht da kein Potenzial in der Uhr, dann hast du halt auch mal falsch gedacht. So ist ja okay, ist ja menschlich. Ansonsten, ja, die Daytona die Platin mit dem arabischen Ziffernblatt hätte ich gerne gehabt. Die finde ich wunderschön. Und ansonsten, die hattest du letztes Mal auch dabei, die Vollgold Rainbow mit dem Ziffernblatt. Ah, ja. Wie heißt die nochmal? Daytona Rainbow. Daytona Rainbow, ja. Aber die liegt halt auch bei 300.000, 400.000 Euro. Es sind halt Summen. Da wird die Luft auch dünn, ne? Ja. Aber apropos Daytona, es gibt ein Modell aus deiner Sammlung, da hängt wirklich mein Herz dran. Ich liebe diese Uhr und das ist das Modell. Wir haben hier, sieht man auch schon, dass etwas speziell eingepackt ist, weil wir haben hier eine, wenn der Follower kennt es schon, ne? Sultan von Oman. Das ist eine sehr seltene, stahlgoldene Full-Sticker Daytona. Mit Boxpapers, alles dabei und einem Dark MOP, also dem Tahiti Ziffernblatt. Aber was ich halt so spannend daran finde, ist, dass die Patina hier drauf, also Gold, reagiert mit der Luft. Irgendwann läuft es halt an, aber nur wenn man sie einfach irgendwo liegt und über Jahre. Ne? Die Uhr ist jetzt, glaube ich, aus 2012 oder so, meine ich. Also schon weit über 10 Jahre alt, also 10 Jahre alt, glaube ich, ist sie. Und da, ich jetzt nicht aus, muss man sagen, diese Uhr wurde einfach liegen gelassen. Und das sieht man da dran, das wünscht sich natürlich jeder Sammler. Und wir haben auf der Rückseite auch das Logo von dem Oman also von dem Königshaus von Oman mit eingraviert. Leider ist der Sultan von uns gegangen, aber 2012, siehst du, ich weiß noch auswendig. Und von daher was ganz, ganz Tolles und Seltenes. Das Ziffernblatt ist auch in der regulären Kollektion nicht mehr drin. Solche Sachen, da gibt es jetzt so keinen Preistag. Auch noch full stickert, ne? Ja, das kostet im VK 60.000, 70.000 Euro mindestens. Also sowas gibt es halt nicht. Ne? In dieser Ausführung ist ganz, ganz was Besonderes. Und also ein Sibi? Ja, schon. Ja. Würdest du ein Sibi im VK oder im EK? Im VK. Und im EK? Also ich würde 69?
aber über 60. Was habe ich dafür damals noch bezahlt? Ich glaube unter 40, über 30. So 38, 37 irgendwie. Ja, ich habe es ja auch nicht Also ich meine so 38, irgendwie sowas. Ja, war ein ausgefallenes Modell, was du mir empfohlen hast. Ich fand es schön und du hast mir die Historie dazu erzählt und ich habe das fühlen können und du hast mir gesagt, das hat viel Potenzial, also habe ich sie gekauft. Habe sie jetzt das erste Mal aus dem Schließfach rausgeholt. Nee, gar nicht, war letzte Woche, als wir das andere Video aufgenommen haben, habe ich sie auch rausgeholt. Das ist halt für mich so auch irgendwo sicheres Geld. Man packt es in Schließfach, es liegt da, so, man hat seine Ruhe, keine Kopfschmerzen und irgendwann ist ja auch eventuell mal der Punkt, wo man mit dem, was man macht, aufhört. Das wird ja irgendwann sein. Dann hat man da seine gewisse Wertanlage und dann kann man die, wenn man möchte, verkaufen. Aber ich muss sagen, also auch für jüngere Leute, wir merken, dass Uhren immer jünger werden. Also mehr und mehr aus meiner Community sind, sagen wir mal, unter 25 Jahre alt. Das hat auf jeden Fall zugenommen. Ich glaube, als du jetzt 18, 20 oder so warst, war dieses Rolex-Thema noch nicht so im Fokus. Digga, als ich in dem Alter war, habe ich dir die Scheibe eingeschlagen und das Poppy geklaut, damit ich mein Essen bezahlen kann und alles, was ich dazu noch sonst benötige. Es war eine ganz andere Zeit. Aber allgemein, auch jetzt bei Freunden, da war das Thema als Uhr. Überhaupt nicht. Jeder wusste, dass es Rolex und so gibt, aber es war gar nicht. Es ist halt in den letzten Jahren so krass in Hype gekommen und es ist auch verständlicherweise, weil ob du jetzt einen 40er auf der Bank liegen hast oder eine 40er in den Rolex steckst, sagen wir mal, ja, also auf deinem Bankkonto wird das Geld nicht mehr, es wird weniger. Ja. Durch Negativzins, wenn du ein bisschen mehr Geld auf dem Konto hast, und durch Inflation. So. Und das ist ja einfach, das ist ja nichts, was man sich ausdenkt. Das ist ja, also es ist ja bewiesen, dass das Bargeld, was du im Keller liegen hast oder auf deinem Konto, ist wert, wenn du es liegen lässt, nicht mehr. Es sei denn, du überweist was drauf. Ja. Aber das Geld als solches wird nicht für dich arbeiten nach oben, sondern nach unten. Dann hast du halt im Umkehrschluss Uhren und andere Sachen auch noch, die im Trend sind, ob es Bitcoins sind oder NFTs jetzt oder. Wo ganz klar ist, dass man auch Geld verlieren kann. Aber jetzt gerade speziell, weil wir heute über Uhren reden, selbst wenn du dir eine Uhr kaufst, die ins Schließfach tust, gerade die Rolex-Modelle, also ich kenne jetzt kein Rolex-Modell, was in den letzten einem Jahr krass Zehntausende Minus gemacht hat. Vielleicht mal Pi mal Daumen 500.000, also 500.000, 5.000... 500 Euro oder 1000 Euro günstiger, also weniger wert, aber es ist immer noch besser, finde ich, das Geld in so etwas zu tun und das ins Schließfach zu legen, als das Geld auf dem Konto liegen zu lassen. Ich glaube, das ist bei den Leuten auch angekommen, dass das Geld selber, was sie verdienen, wenn sie es liegen lassen, eher weniger wert als mehr. Bei mir ist immer so, ich denke mir halt, wenn mich jemand nach der Zukunftssicherheit fragt, dass die Leute, die jetzt heute 18 oder 15, 18, 20 Jahre alt sind, wenn die das erste Mal Geld verdienen, dann werden die ja dadurch auch dieses innere Verlangen haben, vielleicht sowas sich zu kaufen. Und dementsprechend denke ich, dass wir auch in der Zukunft immer wieder neue Leute dazukommen und dass dieses Trendthema anders als bei dem Auto, also zum Beispiel Oldtimer, ne, das ist momentan ein bisschen kritischer, weil junge Leute einfach fehlen. Das hat sich ändert. Ne? Tesla ist cool, es gibt Carsharing-Themen, dass einfach diese teuren ich rede von teuren Oldtimern, die jetzt 100, 200, 300, 400.000 Euro kosten. Dieses Thema hat ein bisschen an Attraktivität nachgelassen, weil es keine neuen Leute mehr halt da so gibt. Ne? Das stimmt. Wir sind ja. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wir sind schon am Videoende angekommen. Es war eine Freude mit dir. Vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast. Kein Problem. Nicht jeder wird das auf der Kamera ausstrahlen. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne bei ihm vorbei. Alles ist in der Beschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao.